freue mich besonders, heute Frau Frerichs vorstellen zu dürfen. Sie ist Director oder Manager Liaison Germany bei der National Association of Realtors. Was ist das? Wir sind also die Zugangsperson für den Immobilienverband Deutschlands, für die Immobilienmakler zu den USA. Und weiterhin auch, da wir also mit über 60 Ländern eine Verbindung haben, wie zum Beispiel Deutschland, ich bin der Liaison für Deutschland, haben wir auch zu den anderen Ländern einen Liaison. So damit hat der Immobilienmakler in Deutschland also weltweite Verbindung. Die National Association of Realtors ist der größte Immobilienverband in den USA. Und wenn ich sage groß, meine ich groß. Wie viele Mitglieder haben Sie? Das ist allerdings der größte Verband weltweit. Und wir haben 1,3 Millionen Mitglieder. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Menge. Da können wir von lernen. Ja. So, der IVD und die National Association of Realtors, NAR, haben ja eine Kooperation zusammen. Genau. Wie arbeiten die zusammen? Wir arbeiten also wöchentlich, manchmal monatlich zusammen. Neuigkeiten von den USA werden dem Vorstand mitgeteilt und auch Neuigkeiten von Deutschland werden mir, unserem Vorstand, mitgeteilt und dann geben wir das weiter. Zum Beispiel mit dem Bestellerprinzip im letzten Jahr. Das habe ich also an die NAR weitergegeben. Falls mal solch ein Gesetz bei uns aufkommt, dann können wir das gleich abwimmeln. Okay, die NAR ist sehr, sehr gut vernetzt, auch zur Politik. Ich denke, da können wir in Deutschland noch einiges von lernen. Aber auch für die Mitglieder haben wir große Vorteile. Und zwar, wenn die IVD-Mitglieder zum Beispiel internationale Mitglieder werden, welche Vorteile haben sie? Die Vorteile bestehen da also drin, dass Sie auf unsere Webseite gehen können, dass Sie das Realtor als Marketing-Tool benutzen dürfen. Die Versammlung, die alljährliche Versammlung, die einmal im Jahr im November stattfindet und die halbjährliche Versammlung in Washington DC, die bekommen Sie dann zur Vergünstigung. Und die Kunden, wie gesagt, wenn man zum Beispiel als deutscher Kunden hat, die nach Amerika auswandern wollen oder Amerikaner, die hier was suchen, da werden die Verbindungen hergestellt und man kann sich eben internationaler Makler nennen, mit internationalen Netzwerken. Genau, und das Gute daran ist, bei uns in Amerika, wir arbeiten mit dem Referral-System. Das heißt also, als internationaler Makler haben wir eine Referral-Agreement. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kunden, der möchte ganz gerne in Florida kaufen, stelle ich die Verbindungen her und dann der Makler in Florida verkauft dann die Immobilie an deinen Kunden und du bekommst dann von der Provision, der Käufermakler bekommst du eine Referral-Provision. Win-win-win. Okay. Wenn man als IVD-Makler Mitglied werden will, wie teuer ist das? Wie schwer ist das? Es ist überhaupt nicht schwer. Es kostet 21 Cent oder weniger als 21 Cent pro Tag. Das sind $75 im Jahr. Das ist alles, ja. Okay, und als IVD-Makler hat man sowieso erleichterten Zugang. Absolut. Ja. Nur Verbände, die uns angehören, können auch internationale Makler werden. Okay. Wenn sie dem IVD nicht angehören würden, würden wir sie auch nicht als internationales Mitglied aufnehmen können. Okay. So, und dann habe ich noch eine Neuigkeit, und zwar, es findet immer jedes Jahr eine Versammlung der Makler in den USA statt. Ein Riesen-Event mit Tausenden von Maklern. Wo findet das dieses Jahr statt und dürfen wir als deutsche Makler teilnehmen? Aber selbstverständlich. Ich habe hier eine Broschüre. Das findet in diesem Jahr in Orlando statt. Orlando? Und es geht im November los für eine Woche. Es sind über 20.000 Makler anwesend. Davon ungefähr 2.000 bis 3.000 internationale Makler und wir treffen uns dann an verschiedenen Versammlungen. Und dann möchte ich Sie natürlich herzlich einladen, auch zu kommen. Ich würde Sie bei der Hand nehmen und wenn Sie noch länger bleiben möchten in den USA, eine Woche lohnt sich ja nicht,
dann würde ich auch die Verbindung zu einem anderen Staat herstellen, zum Beispiel Kalifornien, Colorado, wo auch immer Sie Interesse dran haben. Und dann würden wir Ihnen Immobilien in diesem Staat zeigen und natürlich auch unsere Kultur und was wir halt so machen in unserem Staat. Okay, das ist super, denn wenn man jetzt vielleicht Angst hat wegen der Sprachbarriere, keine Sorge. Sie hören ja, wie gut Sie Deutsch spricht. Sie sind ja auch Deutsch ursprünglich. Und wie gesagt, wir werden an der Hand genommen als Makler. Wir kriegen ein Extraprogramm, werden zu den speziellen Ständen, die für uns interessant sind, geführt. Also ich denke, das lohnt sich. Und das wird nicht nur dieses Jahr sein. Wo ist es denn nächstes Jahr? Nächstes Jahr in Washington DC ist our Legislation Versammlung. Die findet immer im Mai statt. Und dann im November im nächsten Jahr ist es in Chicago. Okay. Und eine letzte Frage. Was können wir als deutsche Makler von Amerikanischen lernen? Ich glaube, der Austausch ist ganz wichtig. Wir können von den deutschen Maklern lernen, die Deutschen können von den Amerikanern lernen. Der Austausch vor Ort auch ist so wichtig. Deshalb habe ich an dieser Versammlung oder an der Expo München schon seit seit 10 Jahren teilgenommen. Also der persönliche Austausch, das hat man ja heute auch auf dieser Versammlung gehört. 85% ist personal. Okay. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann sage ich Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir uns im November sehen. Alles klar, das wird bis dann. bestimmt super. Alles klar, das wird 100%ig super. Und wir haben das Disney World schon für uns gemietet für eine gesehen. Party. Das war Wahnsinn. Okay. Dankeschön. Nun her, derzeit haben wir einen Bezugszeitraum von 4 Jahren und der soll verlängert werden auf 6 Jahre. Das ist ein bisschen ein fauler Kompromiss in meinen Augen. Es waren ja 8 und 10 Jahre im Gespräch, jetzt soll es bei 6 Jahren landen. Dass das durchgeht, ist relativ klar.